Hallo Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über das wohl größte Projekt in eurem Leben hier in Deutschland. Der Kauf der ersten eigenen Immobilie. Viele von euch wohnen zur Miete und sehen, wie die Preise jedes Jahr steigen. Man denkt sich, warum zahle ich das Geld eigentlich dem Vermieter und nicht in mein eigenes Haus? Aber Vorsicht, der deutsche Immobilienmarkt ist komplex und voller bürokratischer Hürden. Wer hier ohne Plan startet, kann sehr schnell Zehntausende Euro verlieren. Deshalb habe ich heute für euch die 10 goldenen Regeln vorbereitet, die euren Hauskauf sicher machen. Wann? Kenne dein finanzielles Limit, die 35%-Regel. Bevor ihr auf Immobilienportalen wie ImmoScout24 nach Häusern sucht, müsst ihr eure Finanzen klären. Viele machen den Fehler und gehen erst zur Bank, wenn sie ihr Traumhaus gefunden haben. Mein Rat? Erstellt eine detaillierte Haushaltsrechnung, schreibt alles auf Gehalt, Versicherungen, Auto, Lebensmittel und Hobbys. Die monatliche Kreditrate sollte niemals mehr als 35 bis 40% eures Nettoeinkommens ausmachen. Warum? Weil das Leben teurer wird. Wenn die Zinsen steigen oder unvorhergesehene Reparaturen anstehen, wollt ihr nicht jeden Cent umdrehen müssen. Sicherheit geht vor Luxus. Die unterschätzten Kaufnebenkosten. Das ist die größte Falle für Erstkäufer. Wenn ein Haus 500.000 Euro kostet, ist das nicht der Endpreis. In Deutschland kommen die Kaufnebenkosten obendrauf. Diese bestehen aus der Grunderwerbsteuer, die je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5% liegt, den Notar- und Grundbuchkosten von ca. 2% und oft einer Maklerprovision von bis zu 3,57%. Das bedeutet, ihr braucht zusätzlich etwa 50.000 bis 60.000 Euro, die oft nicht von der Bank finanziert werden. Dieses Geld müsst ihr flüssig auf dem Konto haben, bevor ihr überhaupt den ersten Besichtigungstermin macht. So, Eigenkapital ist euer bester Freund. Klar, es gibt 100 Prosen, aber sie sind teuer. Je mehr Eigenkapital ihr einbringt, desto niedriger ist das Risiko für die Bank und desto niedriger ist euer Zinssatz. Schon 10 oder 20% Eigenkapital können über die Jahre einen Unterschied von mehreren 10.000 Euro bei den Zinskosten machen. Spart also lieber ein Jahr länger, bevor ihr zuschlagt, es zahlt sich am Ende massiv aus. Lage und Infrastruktur, denkt an den Wiederverkauf. Beim Immobilienkauf gilt das Gesetz der 3 L, Lage. Ein schönes Haus in einer schlechten Gegend verliert an Wert. Ein sanierungsbedürftiges Haus in einer Toplage ist dagegen eine Goldgrube. Prüft die Umgebung, gibt's gute Schulen? Wie weit ist der nächste Bahnhof? Gibt es Pläne für neue Autobahnen oder Fabriken in der Nähe? Das beeinflusst nicht nur eure Lebensqualität, sondern auch den späteren Wiederverkaufspreis. 5 war der Energieausweis und die Sanierungspflicht. Deutschland hat strenge Klimaziele. Achtet beim Kauf unbedingt auf den Energieausweis. Häuser der Klassen F, Gesetz oder H sind wahre Energiefresser. Nach dem neuen Gebäudeenergiegesetz, dem GG, müsst ihr unter Umständen innerhalb von 2 Jahren nach dem Kauf die Heizung erneuern oder das Dach dämmen. Das kann 50.000 Euro zusätzlich kosten. Kalkuliert das ein und nutzt es als Argument für die Preisverhandlung. 6. Die Eigentümerprotokolle lesen bei Wohnungen. Wenn ihr eine Eigentumswohnung kauft, werdet ihr Teil einer Gemeinschaft. Das ist wie eine Ehe, man muss wissen, worauf man sich einlässt. Lest die Protokolle der letzten 3 Eigentümerversammlungen. Steht darin, dass die Fassade gestrichen werden muss? Gibt es Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn? Wenn die Instandhaltungsrücklage leer ist, müsst ihr für Reparaturen am Gemeinschaftseigentum tief in die eigene Tasche greifen. 7. Der Bausubstanzcheck, nehmt einen Experten mit. Verlasst euch nicht nur auf eure Augen, ein frisch gestrichenes Zimmer kann feuchte Wände kaschieren. Nehmt unbedingt einen Bausachverständigen zur 2. Besichtigung mit. Er prüft das Dach, den Keller auf Schimmel und die Elektrik. Die 500 bis 1000 Euro für den Experten sind die beste Versicherung gegen eine böse Überraschung nach dem Einzug. Kreditdetails, Zinsbindung und Sondertilgung. Unterschreibt nicht den erstbesten Kredit. Achtet auf die Zinsbindung. In Zeiten unsicherer Zinsen sind 15 oder 20 Jahre sinnvoll, um Planungssicherheit zu haben. Ganz wichtig, besteht auf eine Sondertilgung von mindestens 5% pro Jahr. Das erlaubt euch, bei einem Bonus, einer Gehaltserhöhung oder einem Erbe das Darlehen schneller zurückzuzahlen. Ohne Strafzinsen an die Bank zu zahlen. Nein, den Kaufvertrag beim Notar verstehen. Der Notar liest den Vertrag vor, aber er berät euch nicht wirtschaftlich, er ist neutral. Ihr bekommt den Entwurf gesetzlich 2 Wochen vor dem Termin, nutzt diese Zeit. Prüft genau, wann geht der Besitz über? Welche Mängel sind aufgelistet? Gibt es Lasten im Grundbuch? Wenn ihr unsicher seid,
Lasst den Vertrag von einem Anwalt für Immobilienrecht prüfen. Es ist die wichtigste Unterschrift eures Lebens. Patenten Ruhe bewahren, lasst euch nicht unter Druck setzen. Makler sagen oft, es gibt 5 andere Interessenten, sie müssen sich bis morgen entscheiden, das ist oft reine Taktik. Ein Hauskauf ist eine Entscheidung für Jahrzehnte. Wenn ihr kein gutes Bauchgefühl habt oder die Zahlen nicht zu 100% stimmen, dann sagt nein. Es gibt immer nächstes Haus, wer unter Stress kauft. Zahlt später oft einen sehr hohen Preis emotional und finanziell. Abschluss. Das waren meine 10 goldenen Regeln. Ich hoffe, sie helfen euch dabei, sicher in eure eigenen 4 Wände zu kommen und teure Fehler zu vermeiden. Der Weg zum Eigenheim ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Wenn ihr Fragen zum Prozess, zur Finanzierung oder zu den Kosten habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Damit ihr keine Tipps zum Thema Immobilien und Finanzen in Deutschland verpasst, viel Erfolg beim Hauskauf und bis zum nächsten Mal.